Der lang ersehnte Sci-Fi-Kracher Ready Player One startet diese Woche in den deutschen Kinos. Die Ernest Cline-Romanverfilmung des bekanntesten Filmemachers aller Zeiten, Steven Spielberg. Wenn Spielberg deinen Roman für interessant genug erachtet, daraus seinen ganzen Film zu inszenieren, dann muss die Handlung definitiv was Besonderes haben. Witzig ist, dass der Romanautor Ernest Cline in seinem Buch viel über Steven Spielberg und seine Filme geschrieben hat. Cline hat dann auch am Drehbuch des Films mitgearbeitet und viele freuen sich auf den Film, vor allem nach den sehr eindrucksvollen Trailern. Aber worum geht es überhaupt in Ready Player One? Wir schreiben das Jahr 2045. Mittlerweile verbringen die Menschen die meiste Zeit in der sogenannten Oasis, einer genialen virtuellen Realität, die von ihrem Programmierer James Halliday erfunden wurde. Als Halliday stirbt, offenbart er der Welt, dass er ein Easter Egg in der Oasis versteckt hat und dass der Finder die Oasis besitzen wird und damit unvorstellbare Macht und großen Reichtum bekommt, wenn er denn erst die 3 geheimen Schlüssel und dann das Easter Egg findet. Der 18-jährige Wade Watts macht sich sofort auf die Suche und er scheint ein ganz besonderes Talent für die Suche zu haben, aber auch der Chef eines riesigen Konzerns namens IOI macht sich auf die Suche und so kommen sich die beiden natürlich in die Quere. Eigentlich hat der Film das Potenzial, zum absoluten Kultklassiker zu werden. Der Roman Ready Player One ist in erster Linie eine Liebeserklärung an die Popkultur der 80er. Der Roman reiht auch tatsächlich eine Hommage aus den 80ern an die nächste an. Wir selbst haben unser gesamtes Kanaldesign von Cinema Strikes Back etwas auf die 80er gemünzt und eigentlich sollten wir Ready Player One mit den vielen Referenzen lieben. Steven Spielberg hat ja auch mit Filmen wie E.T. und der Indiana Jones Trilogie das Kino der 80er maßgeblich geprägt. Außerdem hat er in den 80er Filmen wie Zurück in die Zukunft, Die Goonies, Gremlins und In einem Land vor unserer Zeit produziert. Für Poltergeist hat er sogar das Drehbuch mitgeschrieben oder geschrieben. Das perfekte Zeug also für einen guten Ready Player One Film, das Steven Spielberg hierfür der perfekte Regisseur ist. Und der Film schlägt auch am Anfang eine überaus interessante Richtung ein und funktioniert wunderbar. Der Protagonist kommt aus ärmlichen Verhältnissen und lebt in den sogenannten Stacks, einem vertikal gebauten Trailerpark, durch den Wade Watts hindurchklettert. Das ist mit ganz ausufernden und sehr interessanten und dynamischen Kamerafahrten gelöst. Da sehen wir dann auch Science Fiction, die optisch dem Cyberpunk der 80er entspricht. Keine klinisch reine Science Fiction, sondern dreckige, heruntergekommene Welt der Zukunft. Dann geht es aber langsam über in die virtuelle Realität, in die Oasis. Hier haben wir dann Computeranimationen vom Allerfeinsten. Tatsächlich spielt Ready Player One zu einem sehr großen Teil innerhalb dieser Oasis. So macht sich aber auch schnell das Gefühl breit, als würde man eine überlange Zwischensequenz aus einem Videospiel gucken. Und eine Sache wird ganz schnell klar: die unzähligen Referenzen aus dem Buch hat Steven Spielberg tatsächlich übernommen. So ist der Film im Prinzip ein Wo ist Walter der Popkultur, ein ständiges Suchbild, in dem man alle Referenzen im Vorder- und im Hintergrund mitbekommen möchte. Die für die Handlung wichtigsten Referenzen werden aber auch immer bis ins kleinste Detail erklärt und auch wirklich benannt, teilweise sogar mit Voice-Over-Kommentar. Es ist eine einzige Liebeserklärung an die 80er, aber auch an Videospiele im Allgemeinen. Um da wirklich mit in die Handlung gezogen zu werden, muss man auf Videospiele stehen. Es werden sogar Beleidigungen wie Noob benutzt. Und genau in diesen Momenten driftet der Film für mich ziemlich weit in den Cringe ab. Für mich war es sehr überraschend zu sehen, dass ausgerechnet Steven Spielberg eine Liebeserklärung an Videospiele inszeniert. Das traut man normalerweise jemandem wie Duncan Jones zu, der ja zum Beispiel Warcraft inszeniert hat. Es ist schwer vorstellbar, dass sich Steven Spielberg tatsächlich hinsetzt, um eine Runde Overwatch zu zocken. Dafür merkt man schnell, dass hier eine echte Filmlegende Regie geführt hat. Insbesondere die Actionsequenzen sind so fesselnd und mitreißend, dass einem im Kinosaal einfach nur die Luft wegbleibt. Genau in diesen Szenen macht der Film wahnsinnig viel Spaß. Es zeigt aber auch ein weiteres Mal, wie vielseitig Spielberg als Filmemacher ist. Schon 1993 hat Spielberg auf Jurassic Park Schindlers Liste folgen lassen und dieses Jahr hat er mit Die Verlegerin erst ein sehr politisches Historiendrama herausgebracht, eine Liebeserklärung an den Journalismus und nun eben Ready Player One, eine Liebeserklärung an die Popkultur, VR und vor allem auch Videospiele. Ich selbst bin aber überzeugt davon, dass der Film sehr viel kritischer beäugt werden würde, wenn nicht Steven Spielberg darin Regie geführt hätte. Ready Player One schafft zwar eine hochinteressante Welt, aber dem Film fehlt letzten Endes einfach jegliche Substanz. Wer intelligente Science-Fiction à la Black Mirror erwartet, der wird hier nicht auf seine Kosten kommen. Eigentlich hat aber das Material das Potenzial dazu.
interessante Beobachtungen über das Verschwinden in der virtuellen Realität anzustellen. Das hat zum Beispiel David Cronenberg 1999 mit seinem unterschätzten Film Existenz gemacht. In die Kerbe schlägt Ready Player One nicht. Es ist sehr offensichtlich, dass der Film nicht darauf abgezielt ist, Komplexität oder subtile Botschaften zu vermitteln oder irgendwie eine interessante Dystopie zu schaffen. Nein, Ready Player One ist natürlich in erster Linie Popcorn-Kino. Über die reale Welt außerhalb der Oasis erfährt man einfach überraschend wenig, aber genau an diesen Punkten wurde für mich der Film erst so richtig interessant. Die Oasis sieht aufgrund ihrer hervorragenden Visualität sehr gut aus, die Computeranimationen sind wirklich allergrößte Klasse, aber jedes Mal, wenn man sich dann aus der Oasis entfernt, ist man sehr froh, wieder echte Menschen sehen zu können. Ansonsten geht der Film eben kaum kritisch mit der Oasis um. Dabei spielt der Film ja eigentlich in einer dystopischen Welt, in der Figuren in die Oasis flüchten, um die Realität auszutauschen, die harte Realität. Was ich schade finde, ist, dass Spielberg hier hätte Popcorn-Kino schaffen können, aber auch etwas mehr Tiefe in der Handlung hätte implementieren können. Der Film hätte sich zum Beispiel mit dem Thema auseinandersetzen können, wie der Mensch eine virtuelle Realität zu seinem Lustempfinden erschafft, aber dann lernt sein Produkt zu hassen, weil es ihn komplett in sich auffängt und einsperrt und zerstört. Stattdessen beschränkt sich der Film eben auf seine Millionen Referenzen und ich persönlich finde, dass dieses listenartige Herunterrattern von Film, Serien, Spiel und Comicfiguren keinen guten Film ausmacht. Das wurde für mich sehr schnell ermüdend und ermüdend ist es eben auch, eine überlange Computer-Videospiel-Zwischensequenz zu gucken, in der visuell so viel passiert und alles dermaßen hektisch und überladen ist, dass man nach dem Film wirklich einen Moment Ruhe braucht, um überhaupt irgendwie auf die Realität wieder klarzukommen. Man merkt den Schauspielern auch an, dass sie wirklich alles versucht haben, um das Bestmögliche aus ihren Figuren herauszuholen. Die Handlung bietet aber eben nicht mehr als eine sehr flache und konstruierte David gegen Goliath-Geschichte, die am Ende völlig uninteressant bleibt und die einem wirklich durchs eine Auge hinein und durchs andere Auge wieder herausfliegt. Ty Sheridan schafft es im Endeffekt nicht zu glänzen, ist aber ganz nett anzusehen, weil er ziemlich sympathisch ist. Ben Mendelsohn ist ein austauschbarer Antagonist, den man schon tausendmal so oder in einer ähnlichen Form gesehen hat. Nur Mark Rylance schafft es ein weiteres Mal vom Hocker zu reißen. Mit Spielbergs Bridge of Spies hat er den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen und der Programmierer, den er diesmal spielt, ist so anders als das, was man sonst von ihm kennt. Und trotzdem ist diese Figur so glaubwürdig gespielt, dass man vor diesem Mann einfach ein weiteres Mal den Hut ziehen muss. Aber zu den Schauspielern, wie soll man Figuren auch interessant spielen, wenn es in der Handlung wirklich nicht um mehr geht, als dass man 3 geheime Schlüssel finden muss, um an ein Easter Egg zu gelangen. Das ist leider kein besonders hochwertiges Storytelling. Das hätte die wunderbare Basis sein können, um eine komplexe, packende und düstere Dystopie der Zukunft zu erkunden, aber über diese Welt erfährt man eben nichts. Immerhin gibt es einige actiongeladene und fesselnde Szenen mit einem nostalgischen Soundtrack der 70er und 80er, in dem allerdings die kanadische Band Rush fehlt. Im Roman spielt Rush nämlich eine extrem wichtige Rolle und hier in diesem Film wird die Band immer nur am Rande mal zitiert und nicht mal im Abspann läuft Rush. Dafür hat Spielberg dieses Mal nicht mit John Williams zusammengearbeitet, sondern mit Alan Silvestri. Das passt auch wie die Faust aufs Auge, denn das ist zum Beispiel der Komponist von Zurück in die Zukunft. Für mich ist Ready Player One letzten Endes solides, aber eben nicht herausragendes Kino. Daher möchte ich dem Film auch nur 6 von 10 Punkten geben. Einen Punkt extra bekommt der Film für eine Sequenz in der Mitte des Films, die auf Kubrick anspielt, die ich aber jetzt nicht spoilern möchte. Man merkt aber auch in jeder Szene, dass es ein Spielberg ist, weil der Film es durch die Bank schafft zu unterhalten. Zumindest etwa bis zur ersten Hälfte, also bis zum Mittelpunkt des Films, dann wird alles einfach zu viel und der Film schafft es nicht, das Ruder herumzureißen. Die etlichen Referenzen, die so listenartig runtergerattert werden, die nerven nur noch. Die Computerspieloptik wird anstrengend, die Handlung dümpelt in sehr seichtem Gewässer daher. Noch am Ende wird viel zu viel erklärt und über langweilige Dialoge beschrieben und der Cringe-Faktor wird stellenweise arg ins Extreme getrieben. Es ist sehr schade, da VR in unserer Gegenwart eine wichtige Rolle spielt. Zwar hat VR noch immer nicht seinen Weg in unseren Alltag und in jedes Wohnzimmer finden können, aber VR spielt für viele Filme, für alle möglichen Messen und für Technikliebhaber eine sehr wichtige Rolle. Es wäre interessant gewesen, einen weiteren Film wie Existenz zu sehen, der zwar vielleicht wie bei Ready Player One als ganz leichtes Popcorn-Kino beginnt, es dann aber schafft, sich kritisch mit der virtuellen Realität auseinanderzusetzen. Das passiert in diesem Film eben nicht. Wer aber 140 Minuten lang einen sehr seichten Film sehen will, nur um aufzuzählen, welche Referenzen Ernest Cline und Spielberg hier und da eingebaut haben,
der wird mit dem Film seinen Spaß haben. Dann kann man aber auch aus dem Kino rauslaufen und rufen, hey, schaut mich an, ich kannte so viel, schaut an, was für ein Nerd ich bin. Ich selbst finde das ehrlich gesagt ziemlich Panne. Spielberg ist eigentlich bekannt dafür, Menschen in ihre Vergangenheit eintauchen zu lassen. Ob das jetzt kritisch ist, wie in Bridge of Spies, oder so kindgerecht wie in Hook. Es geht darum, die positiven Aspekte der Vergangenheit wieder lebhaft ins Gedächtnis zu holen. Ready Player One soll die Zuschauer fühlen lassen, als befinde man sich selbst in einem Videospiel. Leider hat sich bei mir eben das Gefühl breit gemacht, dass ich in der Oasis gegen meinen Willen festgehalten wurde. Ich wollte im Kinosaal die ganze Zeit aus der Oasis ausbrechen und die reale Welt, also die wahre Welt innerhalb dieses Films im Detail sehen. Leider blieb das vollkommen auf der Strecke. Trotzdem macht der Film gerade für die meisten Zuschauer wahrscheinlich über weite Strecken Spaß. Lasst euch von mir den Film also nicht madig reden, auch wenn ich ihn etwas nervig finde. Macht euch wie immer ein eigenes Bild. Das Kino ist ein magischer Ort. Lasst euch die große Leinwand nicht entgehen. Oder abonniert unseren Kanal Cinema Strikes Back, wo wir mit allergrößter Leidenschaft über Filme, Serien und Comics sprechen. Checkt zum Beispiel unser Special vom Samstag aus. Da sprachen wir über die Herkunft des Celestials in den Marvel Comics. Celestials sind die Wesen, die Jahrmillionen alt sind und genetische Experimente auf allen möglichen Planeten durchgeführt haben und im Prinzip auch Thanos. Das Video solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen, falls ihr euch auf auf Avengers Infinity War freut. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.